Oktober ist einfach die beste Zeit im Jahr. Alles ist grün, laut und kreativ. In diesem Oktober-Video geht's ans Bauen, um Geländebau. Aber nicht irgendein Geländestück, sondern echtes Ork-Gelände aus Schrott, Müll und Resten. Denn wo andere Verpackungsmüll sehen Orks Deckung. Schief und krumm, rostig und dreckig. Perfekt. Schauen wir uns mal an, wie ich diese Ork-Geländeteile gebaut habe. Mit Zeug, das ihr bestimmt auch zu Hause rumliegen habt. Und glaubt mir, das macht richtig Laune. Willkommen in meiner Hobby-Ecke. Hier ist der Fez, kein Profi, kein Experte, aber seit fast 30 Jahren mit Freude im Hobby. Perfektionist und Chaot in einem. Let's Fez! Bevor ich für dieses Video auf die glorreiche Idee kam, aus Schrott und Müll eigene Ork-Geländeteile zu bauen und den, sagen wir mal, Architekturprozess zu filmen, habe ich mir erstmal die Ork-Barrikaden angeschaut, die im Kill-Team Starter-Set der zweiten Edition dabei waren. Hier sieht man auch ganz gut, was so typisches Ork-Gelände eigentlich ausmacht. Zum einen sind da verschiedenfarbige Metallteile und Rohre, Reste von allem Möglichen. Teilweise von Fahrzeugen, abgestürzten Fluggeräten, Bunkerüberreste, einfach zusammengetackert und verschweißt. Und zack, hat man eine coole Ork-Barrikade zur Deckung. Hier habe ich dann auch noch eine typische Gebäuderuine von einem Manufaktorum in der klassischen L-Form. Einfach auch mal zum Größenvergleich. Auch aus Gründen der Stabilität habe ich für meine Ork-Geländeteile dann ebenfalls diese L-Form gewählt. Und wie wir alle wissen, ist das momentan ja sowieso die präferierte Form für alle Schlachtfeldruinen. Mit ein paar groben Ideen im Kopf und nach der Sichtung der Geländeteile als Referenz und Inspiration kommen wir nun zum Baumaterial. Vieles davon hatte ich bereits rumliegen. Seitdem ich aber dieses Projekt im Sinn hatte, sah ich ohnehin in jeder Verpackung und jedem Plastikteil irgendeine Art von brauchbarem Ork-Equipment. Natürlich darf der Klassiker im Geländebau nicht fehlen: Pappe. Mit Pappe habe ich vor Jahrzehnten schon meine ersten Geländeteile gebaut, und warum sollte man für neues Gelände nicht auch auf Pappe zurückgreifen? Aus diesen typischen Versandkartons kann man zum Beispiel auch wunderbar Wellblech machen, indem man einfach eine Seite vorsichtig abzieht. Das ist natürlich etwas Fuddelei, aber dauert auch keine Ewigkeiten. Es gibt natürlich auch bereits fertige Wellpappe in unterschiedlichen Farben beim Bastelbedarf. Habe ich mir hier auch mal gekauft. Für die gezeigten Ork-Geländeteile in diesem Video kamen die aber gar nicht erst zum Einsatz. Im Laufe des Bastelprojekts habe ich aber dann auch gemerkt, dass Pappe echt nicht mehr mein favorisiertes Baumaterial ist. Dazu später mehr. Dann haben wir hier noch einen Eierkarton, und wie ihr in den Videos zu den Waldbases erfahren habt, geht es im Geländebau auch oft darum, große Packungen Eis zu essen, damit man die leeren Verpackungen hat. Noch stärker gilt das für den Ork-Geländebau. Da gibt's echt gute Verpackungsformen, die man verwenden kann, sobald der Inhalt verputzt wurde. Was ich auch mal testen wollte, war diese Art von dünnerem Plastikpapier. Die Profis sagen Polystyrol PS-Zuschnitt dazu. Ich habe mir 2 Packungen in A4 geholt, einmal 1 mm und einmal 0,5 mm dick. Das Tolle im Tabletop-Hobby ist, insbesondere beim Geländebau, dass man in viele andere kreative Hobbys schauen kann, um sich da Ideen und Dinge zu borgen. Zum Beispiel auch beim Schmuckbastelzeug. Da bekommt man solche Ketten in verschiedenen Ausführungen. In unserem Tabletop-Maßstab können das dann schwere und rostige Metallketten sein. Ideal für orkiges Gelände oder auch um düstere Chaos Space Ruins in Ketten zu wickeln. Und dann habe ich da auch noch ein paar Packungen mit Accessoires gekauft. Kann man ja auch immer brauchen. Fässer, Kanister, Sandsäcke. Hier noch eine weitere Packung mit Fässern, Kanistern, Taschen, Abdeckplanen. Hauptsächlich mal für meine imperiale Armee zugelegt. Und dann, ganz wichtig, leere Gussrahmen. Die werden für dieses Bauprojekt essentiell sein. Viele leere Gussrahmen. Ja, und meine Ork-Bits habe ich dann auch mal noch ausgepackt. Davon kann man bestimmt auch was wiederverwenden. Die leeren Gussrahmen sollen die stabile Grundstruktur meiner Geländestücke bilden. Natürlich kann man da auch andere Dinge verwenden. Aber mir ging es auch darum, so viel wie möglich wiederzuverwerten. Also Dinge zu benutzen, die ich rumliegen hatte und die sonst im Müll gelandet wären. Orks sind, wenn man es so betrachtet, ziemlich nachhaltige Gesellen. Man könnte fast sagen, Orks sind die Umweltaktivisten im Warhammer-Universum. Erst alles wegmoschen und abreißen, und dann wird fleißig recycelt.
Für die ersten Versuche habe ich mir einzelne Abschnitte, einzelne Stangen in unterschiedlichen Größen vom Gussrahmen rausgeknipst. So in der Art, das sind die Metallstangen, aus denen sich die Orks etwas zusammenschustern. Die Unebenheiten, Knubbel und abstehenden Stücke habe ich bewusst dran gelassen. Da die Gussrahmen ja auch aus dem gleichen Material wie unsere Miniaturen sind, konnte ich die einzelnen Hartplastik-Metallstangen auch ganz einfach mit Plastikkleber verbinden. Damit schaffe ich mir nach und nach eine Grundstruktur für mein Geländestück. So als ob ein Ork einfach ein paar eingesammelte Metallstangen miteinander verschweißen würde. Hierzu habe ich auch den teuersten Plastikkleber verwendet, den ich in der Hobby-Ecke hatte. Obwohl direkt daneben viel günstigere Varianten standen. Ja, und wie üblich braucht man im Geländebau ja auch immer von allem ein bisschen mehr. Mehr Kleber, mehr Farbe, mehr von allem. Naja. Oft merkt man auch erst nach einem Projekt, was man hätte besser machen können. Merke, man kann hierfür auch günstigeren Plastikkleber verwenden. Irgendwann hat man dann so ein Grundgerüst. In meiner Fantasie sieht das schon ziemlich orkig aus. Da mir dieses Vorgehen aber irgendwie auch etwas zu aufwendig erschien, habe ich noch ein zweites Grundgerüst gefertigt und dabei einfach zwei größere zusammenhängende Bereiche eines Gussrahmens rausgeknipst und dann diese zwei Seiten miteinander verklebt. Geht 100-mal schneller und ist überraschenderweise auch viel stabiler. In Kombination mit diesem zweiten, größeren Geländestück konnte ich dann deutlich sehen, dass es sich um die Überreste eines alten, zerstörten Gebäudes handelte. Nach der Schlacht hatten die Orks die Ruine eingenommen und orkifiziert. Da das größere Geländeteil durch die zusammenhängenden Gussrahmen um einiges stabiler aussah und auch war, dachte ich mir, dass da bestimmt auch noch so eine halb eingestürzte Decke oben drauf passen würde. Dadurch könnten oben dann eben auch ein paar Orks stehen. Also habe ich ein stabiles, dickeres Stück Pappe genommen und versucht, die Pappe mit Sekundenkleber an das Plastikgerüst zu kleben. Das hat unglaublich schlecht funktioniert. Aber was wäre ein wahrer Ork-Architekt, der dafür keine Lösung hätte? Wie jeder Ork weiß, müssen da einfach noch mehr Verstärkungsstreben angebracht werden. Während die Deckenkonstruktionsverstärkungsstangen noch trocknen, widme ich mich in der Zwischenzeit nochmal unserem ersten Geländestück. Es war mir wichtig, dass meine Boys auch die Möglichkeit hatten, aus der Deckung herauszuballern. Mit zwei Freiwilligen habe ich also auch immer mal wieder geprüft, ob die Freiräume und vor allem die Höhe der bodennahen Stangen noch passen. Mit weiteren Metallstangen hier und da habe ich das Grundgerüst noch erweitert. So eine Art Fensterrahmen gebaut, da noch eine Stange quer rüber. Ja, und das gefiel mir immer besser. Die ganzen spitzen Teile und auch diese runden Böppel an den Stangen hatte ich ja bewusst dran gelassen. Das gibt dem Schrottgelände automatisch auch mehr Details. Als nächstes ging es dann darum, das nackte Metallskelett mit Blechstücken zu verkleiden, damit auch wirklich eine Deckungsmöglichkeit entsteht. Dazu habe ich mir erstmal etwas Wellblech zurechtgeschnitten. Zum einen aus Süßkramverpackungen, zum anderen aus dem selbst freigezuppelten Versandkarton. Die Formen sollten für Orkgelände keinesfalls zu symmetrisch sein. Damit es mehr nach Schrott ausschaut, habe ich versucht, viele unterschiedlich geformte Stücke zu schneiden. Und dann wollte ich ja auch mal dieses Plastik-Styrol-Dingens testen. Ich hatte zwei Stärken, 1 mm und 0,5 mm. Von der Dicke her vergleichbar mit dickerem Papier oder Pappe. Ich konnte das auch einfach mit der Schere schneiden, ohne schweres Werkzeug dafür zu brauchen. Nachdem ich mir dann ein paar unregelmäßige Stücke ausgeschnitten hatte, folgten noch weitere Bauteile aus anderen Süßkramverpackungen und aus Karton. Ein buntes Allerlei aus Materialien und Formen. Und so stelle ich mir das eben auch vor. Die Orks, oder wohl eher die Grotz, sammeln die Überbleibsel von zerstörten Fahrzeugen und Gebäuden ein, Metallplatten, Blechstücke und so weiter. Alles wird zur orkigen Deckung wiederverwertet. Dann geht das heitere Bekleben los. Mit Sekundenkleber packe ich die unterschiedlichen Stücke ans Grundgerüst. Ich hatte keinen festen Plan und habe einfach wild drauf losgelegt. Da ich bereits viele unterschiedliche Formen und Materialien vorbereitet hatte, entstand so nach und nach ganz automatisch eine orkige Deckung. Ich habe eigentlich auch nur darauf geachtet, mich bei den Materialien abzuwechseln und diese auch eher krumm und schief bzw. teilweise auch überlappend anzubringen. Ich kam so richtig in eine Art meditativen Flow, als ich die Schrottteile da dran klebte. Man glaubt es kaum, es war total entspannend und auch spaßig.
Meine Hobby-Ecke sah zu diesem Zeitpunkt zwar eher wie ein unaufgeräumtes Kinderzimmer aus, das dringend mal sauber gemacht werden müsste, aber so ist das eben beim Basteln. Wie jeder Ork weiß, benötigen Schrottbarrikaden 2 bis 3 dünne Schichten an Schrott. Da muss ich also definitiv noch mehr Schrott dran tackern. Während die erste Schrottschicht da noch etwas vor sich hin trocknet, schauen wir doch mal in der Zwischenzeit nach dem mehrstöckigen Geländeteil. Tja, und da der Oktober der Monat der fantastischen grünen Ideen ist und ich nun bereits einige Minuten Erfahrung mit dem Polystyrol-Plastikzeug hatte, da dachte ich mir, nimm doch einfach auch das Zeug als Decke. Ist doch bestimmt besser als dieser Karton. Und das Plastikzeug kann ich ja dann auch einfach mit dem Plastikkleber ans Plastikgerüst kleben. Wie ein von Geistesblitzen erleuchteter Macboy setzte ich das dann auch direkt um. Und siehe da, das klappte 1000-mal besser und war stabiler als die Decke aus Karton. Was auch nicht fehlen durfte, war dieses Verpackungsstück hier. Die Haselnuss in Karamell mit Nougatcreme und Schokolade. Übrigens bester Untertitel unter einem Produktnamen. Da bleiben echt keine Fragen mehr offen. Mama, was ist da drin? Entschuldigen Sie bitte, sind da Nüsse drinnen? Wo war ich? Ah ja, das halbiere ich hier ein bisschen und dann ist das so ein zusätzliches rundes Detail an unserer Schrottbarrikade. Klebe ich diesmal auch mit Bastelleim dran. Mal schauen, wie das klappt. Bei der mehrstöckigen Ruine packe ich an den Rand noch eine weitere Verstärkungsstrebe dazu. Wie ein richtiger Ork glaube ich ganz fest daran, dass dies der Decke nochmal mehr Stabilität verleiht. Dann geht's mit Verzierungen bei der kleineren Schrottbarrikade weiter. Hier kombiniere ich wie zuvor unterschiedliche Materialien und Formen, damit das Ganze möglichst abwechslungsreich und interessant aussieht. Manchmal musste ich dann noch ein paar der abstehenden Böppel und Kanten vom Grundgerüst entfernen, damit die Schrottteile mehr Auflagefläche hatten. Wie zuvor hat es sich als Vorteil erwiesen, mehrere Bauteile vorher auszuschneiden und griffbereit zu haben. Und da man für so eine Barrikade ja doch einige Teile braucht, habe ich zwischendrin immer mal wieder ein paar weitere ausgeschnitten und vorbereitet. Sobald wieder ein kleiner Vorrat vor mir lag, konnte ich munter weiterkleben und dekorieren. Mit den spitzen Metallteilen in der Form von Zähnen wird es nochmal extra orkig. Quasi eine Territoriumsmarkierung. Einschüchterung ist ein wichtiger Teil der orkischen Baukunst. Auch an die Innenseite klebe ich Teile, um das Metallgerüst zu verkleiden. Man schaut sich das Gelände ja auch nicht nur von vorne an. Ohne die Details von innen war mir das auch viel zu karg. So gefällt mir das deutlich besser, weil es einfach mehr Tiefe hat und echter wirkt. Fast so, als könnte das Ding wirklich irgendwo auf einem orkigen Schlachtfeld stehen. Bei der Wahl des Klebers habe ich auch immer mal wieder gewechselt. Sekundenkleber, Plastikkleber und auch Bastelleim. Mit dem Bastelleim hat das auch gut funktioniert, egal ob Pappe oder Plastik. Braucht dann aber länger beim Trocknen. Wenn es darum ging, Plastik auf Plastik zu kleben, habe ich dafür meistens Plastikkleber verwendet. Das ging dann einfach am schnellsten. So sieht das Geländeteil mittlerweile aus. Eine orkige Barrikade aus unterschiedlichsten Teilen. Falls die Boys auch mal keinen Bock auf Nahkampf haben, können sie auch einfach aus der Deckung rausballern. So habe ich mir das vorgestellt. Zur weiteren Orkifizierung habe ich dann auch nochmal durch meine Bits gewühlt. Irgendwie fand ich aber weniger, was mich direkt für dieses Projekt angesprochen hat. Am Ende fiel die Wahl auf ein paar kleinere Schilder mit Ork-Symbolen. Außerdem waren mir beim näheren Hinsehen ein paar der Metallteile noch viel zu gerade. Darum habe ich mit dem Seitenschneider noch ein paar Teile rausgeknipst, damit es nicht zu ordentlich und nicht zu neu wirkt. Ich hatte mir ja auch noch die Sets mit Dekomaterialien rausgelegt. Hier zum Beispiel eins von Tamiya mit Kanistern und Fässern. Passt eigentlich auch ganz gut zum Schrottplatz-Feeling. Schauen wir mal rein. Die Kanister bestehen jeweils aus 2 Teilen und die Fässer jeweils aus 4 Teilen. Bei den Kanistern gibt es 2 unterschiedliche Varianten und bei den Fässern gibt es ebenfalls 2 Varianten. Für das Ork-Gelände passt so ein verbeultes Fass doch am besten. Die sind natürlich auch einfach zum Zusammenbauen, Plastikkleber drauf und dann ans Geländeteil festgeklebt. Das sind einfach nochmal so kleine Details, die sind nicht unbedingt notwendig und macht es jetzt auch nicht mega viel orkiger, finde ich, aber wollte ich eben auch mal testen und macht es jetzt auch nicht hässlicher. Was ich auch testen wollte, waren diese Ketten. Ich hatte mir dafür 3 verschiedene Größen bestellt.
Die unterscheiden sich in der Breite der Ringe bzw. Kettenglieder und auch in der Farbe. Aber die Farbe ist mir da erstmal komplett egal, weil die ja sowieso besprüht und bemalt werden. Mit dem Seitenschneider trenne ich mir dann so ein paar Stücke ab, was teilweise am Anfang echt schwieriger war, als ich gedacht habe. Vielleicht habe ich mich da auch einfach nur ein bisschen zu doof angestellt. Wenn man versucht, einzelne Kettenglieder durchzuknipsen, klappt es auf jeden Fall viel besser. Tja, und dann habe ich die Ketten mit Sekundenkleber draufgeklebt. Ich habe auch versucht, die Ketten hier und da um die Pfosten bzw. um die herausragenden Metallstangen so drum zu wickeln, damit es ein bisschen realistischer aussieht und die Ketten nicht einfach so durch Magie da hängen bleiben. Ja, irgendwie glaube ich, dass das ganz cool wird. Ich werde damit auf jeden Fall auch meine Black Legion kettifizieren. Bei Ork-Gelände sieht man ja auch oft so Bolzen an den Metallplatten. Naja, ich glaube, das sind dann eher Nieten. Also wie so Schraubenköpfe, mit denen alles irgendwie zusammengetackert wurde. Wie auch immer. Meine Idee war, dass ich mit einem Locher aus dem dünneren Plastikat einfach Löcher ausstanze und die ausgestanzten runden Dinger dann auf die Metallplatten draufklebe. Fand ich aber nicht so mega. Zum einen waren mir die Teile im Verhältnis irgendwie ein bisschen zu groß und zum anderen sind sie durchs Lochen auch verbogen. Krumm ist ja nicht wirklich schlimm, ist ja auch Ork-Gelände. Und ich habe versucht, die ein bisschen gerade zu biegen, damit sie auf jeden Fall kleben bleiben. Ein paar habe ich dann vor allem auf die größeren Metallstücke geklebt. So richtig begeistert war ich aber nicht. Mit Farbe und Washes kann man da bestimmt was rausholen, aber im ersten Moment war ich doch schon ziemlich enttäuscht. Doch trotz der ursprünglichen Enttäuschung sagte ich mir dann einfach, das ist kein Fehler, sondern orkisch inspiriertes Design. Das muss so sein. Ich habe auch gehört, dass manche dafür halbe Stecknadelköpfe verwenden. Das stelle ich mir aber auch brutal umständlich vor, wenn man die Stecknadelköpfe erstmal halbieren muss. Dazu fehlt mir ja jetzt schon die Geduld. Oder auch so Perlen von Diamond Painting oder Fingernagelzeug. Aber das hatte ich alles nicht da und dann muss es eben auch ohne gehen. Wenn ihr da gute Ideen und Tipps habt, schreibt's in die Kommentare. Wie würdet ihr die Nieten an den Metallplatten umsetzen? Das kleinere Geländestück war nun weitestgehend dekoriert und bereit fürs Grundieren. Aber es gab da ja noch die größere Ruine. Die machen wir jetzt aber auch noch ratzifatzi fertig. Bei dem größeren Teil bin ich dann auch dazu übergegangen, fast nur noch Plastikkarteile zu verwenden. Und das war auch eine große Erkenntnis aus dem ganzen Bastelprojekt. Wenn man das Zeug da hat oder sich mal ein paar Bögen gegönnt hat, dann nimmt man es auch. Es kostet zwar ein bisschen was und es ist jetzt auch nicht so nachhaltig wie Pappe zu verwenden, die man rumliegen hat, aber es ist von der Handhabung her halt einfach super angenehm. Lässt sich genauso leicht zuschneiden, ganz normal mit der Schere. Aber vor allem, Plastik auf Plastik klebt mit Plastikkleber einfach nur perfekt. Ich war so um einiges schneller. Außerdem musste ich mir auch überhaupt keine Gedanken mehr drüber machen, ob sich das Zeug später durchs Grundieren oder Bemalen irgendwie aufweicht oder verformen würde. Für die Wellblechoptik habe ich trotzdem weiter Karton und Papier genommen. Das funktionierte mit den zuvor gesammelten Materialien ja auch wunderbar. Ich habe für dieses größere Geländeteil auch noch tonnenweise Videomaterial, aber ich erspare euch dann nun jedes Detail und mache das nur im Mega-Schnelldurchlauf. Im Endeffekt bin ich da ja genauso vorgegangen wie bei der kleineren Barrikade. Eine Sache ist dann aber doch noch wichtig. Das Dach war mir auf jeden Fall noch zu kahl und einfach zu glatt. Also habe ich da noch schmale Streifen ausgeschnitten und wie Balken draufgeklebt. Das bricht die Fläche schön auf und wird sich beim Bemalen später richtig bezahlt machen. Zu viel glatte Fläche ist beim Gelände ja nie gut. Beim späteren Drybrushen und auch beim Shaden wird sich das definitiv bemerkbar machen. Man hätte da natürlich jetzt noch viel mehr dran basteln können, noch mehr dekorieren, noch mehr Details. Aber manchmal muss man es auch einfach gut sein lassen. Also habe ich die Geländestücke grundiert, zunächst komplett mit Schwarz von allen Seiten. Vor allem habe ich dabei darauf geachtet, dass die versteckten Ecken auch wirklich schwarz werden. Ich werde später ja nicht alles anmalen. Dann habe ich das Gelände mit einem Dunkelgrau von schräg oben besprüht und danach nochmal mit einem helleren Grau. Da meine Orks ja im Ödland zu Hause sind,
habe ich das Gelände dann auch noch mit etwas Sentry Dust von schräg unten angesprüht. Dadurch sieht es so aus, als wäre der Sand und Dreck vom Boden an den Schrottteilen nach oben geweht. Ich finde, dass die Geländestücke nach der Grundierung schon ziemlich genial aussehen. Sie sehen nicht mehr nach Bastelprojekt mit zusammengeklebtem Müll aus, sondern nach Gelände fürs Tabletop-Schlachtfeld. Sie sind selbstgemacht, individuell und kreativ. Und obwohl sie selbstgemacht sind, müssen sie sich meiner Meinung nach nicht wirklich vor den GW-Org-Barrikaden verstecken. Auch wenn die natürlich noch ein paar mehr coolere Details haben. Aber wenn da noch etwas Farbe draufkommt, fallen die auf dem Schlachtfeld neben dem offiziellen Gelände kaum noch auf. Ich bin auf jeden Fall nach dem Grundieren schon mal begeistert und auch ziemlich stolz. Beim Bemalen der Geländeteile bin ich eigentlich genauso vorgegangen wie bei meinen anderen Geländestücken auch. Bei Gelände gehe ich generell etwas großflächiger ran. Ich bemale das ja auch nicht wie Miniaturen, wo es auf jedes Detail ankommt. Hier zählt eher der Gesamteindruck. So, dass es auf dem Tisch stimmig aussieht und nicht durch brutale Hässlichkeit auffällt. Aber am Ende ist es eben auch nur Gelände. Auf dem Schlachtfeld stehen ganz klar die Miniaturen im Mittelpunkt. Also, großflächig drybrushen mit unterschiedlichen Silbertönen, von dunkel zu hell. Da dürfen ruhig überall Kanten, Kratzer und Kerben sein. Ich finde es auch richtig cool, wenn das Gelände beim Trockenbürsten so langsam zum Leben erwacht. Hier und da kommen dann die Details zum Vorschein und alles wirkt stimmiger. Ein paar Bauteile bekommen dann noch ein bisschen Farbe. Aber auch da nehme ich es nicht so genau. Auf jeden Fall kann man sich bei der Wahl der Farben ziemlich austoben. Rot, Gelb, Orange, Grün, Blau, da gibt es keine Einschränkungen. Im Endeffekt sind das ja alles eingesammelte Schrottteile. Alte Bleche, verborgene Platten. Vielleicht irgendwas, das ein Krott zufällig gefunden und dran geschraubt hat. Die Teile hatten bestimmt schon irgendeine Farbe. Oder wurden später einfach übermalt. Und ganz ehrlich, ordentlich sein beim Org-Gelände bemalen fühlt sich irgendwie auch falsch an. Das darf ruhig wild aussehen. Was natürlich auch überhaupt nicht fehlen darf, ordentlich Wash drüber. Ich habe zuerst mit Nuln Oil angefangen. Das ist ein kühler, schwarz-grauer Wash und perfekt, um schon mal Tiefe reinzubringen. Gerade in den Ritzen, Ecken und an den Kanten sammelt sich das schön und bringt sofort mehr Schatten ins Modell. Später habe ich auch noch Agrax Earthshade verwendet. Das ist im Gegensatz zum Nuln Oil ein warmer Wash. Ein erdiger Braunton, der alles gleich etwas gebrauchter wirken lässt. Perfekt für mein Org-Gelände, weil es dadurch eben auch den Eindruck von Staub, Öl und Dreck auf diesen Metallplatten verstärkt. Gerade bei den Geländeteilen finde ich sowieso, dass die beiden Washes in Kombination einfach nur genial wirken. Nuln Oil für kalte Schatten und für Tiefe und Agrax für Wärme, Dreck und Rost. Ich bin auf jeden Fall echt froh, diese zusätzlichen Streben auf dem Dach angebracht zu haben. Die haben auch beim Drybrushen schon einige metallene Akzente aufgesammelt. Aber auch beim Washen sammelt sich an den Kanten sehr schön die Farbe. Dadurch entstehen automatisch tolle Schatten und Kontraste. Meine Sorge, dass sich die Pappteile gerade beim ausgiebigen Waschen zu sehr vollsaugen würden, blieb zum Glück aber unbegründet. Ich vermute mal, dass durch die Sprühgrundierung da einfach nicht viel passiert ist. Alles hat super gehalten, nix ist aufgeweicht und nix hat sich verzogen. Was mir bei neuen Projekten immer super viel Spaß macht, ist einfach die Möglichkeit, auf viele neue coole Dinge auszuprobieren. Bei meinem neuen Org-Gelände habe ich da diesmal auf jeden Fall schon einige neue Materialien eingesetzt. Doch auch bei den Farben wollte ich noch eine neue Effektfarbe testen, die ich mir mal bestellt hatte. Fresh Rust von Army Painter. Am Anfang habe ich mir hier erstmal sehr gezielt Stellen rausgepickt, bei denen ich mir dachte, da macht Rost Sinn. Dann bin ich aber auch relativ schnell wieder in den chaotischen Modus verfallen und habe die Rostfarbe etwas wilder verteilt.
Hier ein bisschen getupft, hier an den Kanten, überall dann mit dem Finger auch so ein bisschen verteilt. Und ja, ich glaube, das ist richtig gut geworden. Auf jeden Fall finde ich, dass ich mit der Rossfarbe nochmal ein paar Highlights rausholen konnte und das Gesamtbild dadurch nochmal orkiger wirkt. Und hier sind sie, meine komplett selbst gebauten und bemalten Ork-Geländeteile aus Schrott und Verpackungsresten. Das war ein Bastelprojekt, das bereits vorm Basteln Spaß gemacht hat, weil ich einfach wochenlang einen ganz anderen Blick drauf hatte und in allem irgendeine orkige Verwendungsmöglichkeit sah. Naja, den Blick habe ich bisher auch noch nicht komplett wieder ablegen können. Das Zusammenstückeln der Geländeteile war auch richtig spaßig, weil man konnte einfach drauf loslegen. Ich wusste vorher selbst nicht, wie die Teile am Ende aussehen würden. Und das waren sehr spannende und zugleich entspannende Stunden. 2 Dinge habe ich bei dem Projekt auf jeden Fall für mich gelernt, bzw. auch als neue Favoriten entdeckt. Bei größeren Geländeteilen einfach direkt mit zusammenhängenden Gussrahmen starten und nicht erst einzelne Stangen zusammenkleben. Und dann Plastikcard. Super genial, Hammer. Werde ich für meine anderen Bastelprojekte viel mehr einsetzen. Aus meiner Sicht kein Nachteil gegenüber Karton, sondern eher Vorteile. Naja, man muss das Zeug halt kaufen, das ist ein Nachteil, aber die Vorteile überwiegen da einfach für mich. Ich bin auf jeden Fall super zufrieden und froh über meine neuen Ork-Geländeteile. Die passen auch gut zu dem anderen orkigen Gelände und machen auf dem Spielfeld echt eine gute Figur. Und wer hätte gedacht, dass aus wiederverwertetem Müll sowas entstehen kann? Ich find's super. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Like da. Als kleiner Hobbykanal hilft das echt enorm. Genauso wichtig wie Likes sind auch eure Abos und Kommentare. Ich freue mich auch immer riesig darüber und das motiviert mich auch weiterzumachen. Motivation ist schließlich in jedem Teil unseres Hobbys super wichtig. Egal ob beim Bemalen von Minis oder auch beim Erstellen von Videos. Und an der Stelle auch ein ganz besonderes Dankeschön an meinen ersten Patreon. Cyberspace bzw. Cyberspace42. Ich war ehrlich total überrascht und habe mich riesig gefreut. Vor allem, weil ich Patreon zwar schon mal ein wenig eingerichtet hatte, aber noch gar keine Werbung dafür gemacht habe. Echt cool von dir. Vielen Dank für deine Unterstützung. Das bedeutet mir wirklich viel. Für den Oktober habe ich nur noch 2 weitere Videos geplant. Es bleibt also erstmal schön grün und orkig hier auf dem Kanal. Danke euch fürs Zuschauen und fürs Dranbleiben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.